Hallo, ich bin Julia. Und ich bin Kevin. Wo früher 40 Tonnen Saatgut lagerten, ist heute unsere Wohnung. Dann kommt mal mit. Die Wohnung hat insgesamt 180 Quadratmeter. Und befindet sich in einem alten Lagergebäude. Das wurde von meiner Familie genutzt und wird heute noch als Blumenladen im Erdgeschoss verwendet. Das Gebäude war sehr sanierungsbedürftig und wir haben uns überlegt, hier oben im Dachgeschoss Wohnraum zu schaffen. Da haben wir uns ein paar ganz raffinierte Dinge überlegt und die zeigen wir euch jetzt. Uns war es wichtig, dass wir den großen Raum und den Grundriss nicht verändern. Deshalb gibt es hier unseren großen Einbauschrank, der als Wand funktioniert und auch die einzelnen Räume gliedert. Wir haben uns dann verschiedene Möglichkeiten und Funktionen überlegt, was wollen wir verstauen und an welcher Stelle wollen wir was verstauen. Hier die Besonderheit, wir haben den alten Lastenaufzug erhalten können. Ja, in der Baustellenphase war so ein Lastenaufzug natürlich auch sehr dankbar. Heute nutzen wir den Aufzug für Einkäufe. Aus früheren Zeiten sieht man hier auch noch von der Preispistole die Zettel. Julia und ihre Schwester haben früher den Aufzug als Kinder beklebt. Die haben wir immer noch dran gelassen. Wir nehmen euch jetzt mit in unser Schlafzimmer. Das ist der erste Raum auf der rechten Seite. Wir gehen hier auch durch die Schrankwand durch. Das Schlafzimmer ist auch gleichzeitig so unser einziger Raum, der getrennt ist von allem anderen. Wir nutzen die Balken, um Bilder abzustellen. Wir haben noch ein bisschen ein Problem, wirklich Nägel in die Wände zu schlagen, weil die haben wir auch selber verputzt. Und wenn man das auch mal selber gemacht hat, dann schlägt sich so ein Nagel nicht mehr so locker easy in die Wand. In unserem Schlafzimmer war es uns wichtig, dass wir keine Schranktüren haben, weil wir unterschiedliche Zeiten haben, wann wir aus dem Haus gehen. Und deshalb befindet sich unser Kleiderschrank auf der Rückseite von diesem Einbauschrank. So kann der andere ruhig liegen bleiben. Dann kommen wir jetzt aus dem Schlafzimmer und gehen in einen recht zentralen Bereich. Das hing eigentlich schon seit ich es weiß, der Schaukel hier. Meine Schwester und ich, wir sind hier groß geworden. Es ist ein Lagerhaus und meine Eltern haben hier in dem Stock das Saatgut gelagert, das sie dann an Landwirte verkauft haben. Wir haben hier viele Stunden verbracht, auf Säcken gespielt, auch mit alten Verpackungsmaterialien uns Burgen und Schlösser gebaut. Und so ist eigentlich jetzt auch wieder schön, zu seinen Wurzeln zurückzukommen, indem dass wir hier wohnen dürfen. Wir haben noch nicht sehr viele Möbel, die haben wir über die Jahre hin gesammelt. Einiges ist aus familiärem Besitz, wie beispielsweise die Kommode oder die Uhr, die war jahrelang im Keller. Und nachdem wir die dann angemacht haben, hat die sehr furchtbar laut getickt, was man heutzutage gar nicht mehr gewohnt war. Und jetzt steht sie aber noch als Erinnerungsstück hier. Kevin hat sehr viele Möbel hier selbst gebaut. Hier seht ihr mein Meisterstück. Ich habe erst Schreiner gelernt und dann war ich auf der Schreinermeisterschule und habe dann Raum- und Objektdesign studiert. Die Besonderheit an dem Möbelstück, es gibt keine einzige Schraube, sondern am ganzen Stück sind 119 Zinken verbaut und die habe ich alle von Hand ausgestemmt und selber zusammengeleimt. Da bin ich natürlich auch schon durch mein Studium sehr geprägt und ein großer Fan von Bauhaus. Ihr seht, wir haben ja überall Balken und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Uns war es wichtig, dass wir keinen Landhauscharakter schaffen, sondern so eine gute Mischung aus altem, aber auch modernem. Wir haben die Balken erstmal mit Wasser und Seife abgeschrubbt und man sieht auch, dass die Balken auch Spalte haben. Da war Kohlenstaub, Mäusedreck, was man sich alles eigentlich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, einfach noch drinne. Und das haben wir
mehrmals abgesaugt, abgebürstet. Wenn es Temperaturschwankungen hat, ist es so, dass wir merken, da kracht es manchmal. Und am Anfang sind wir auch im Bett gestanden, weil wir nicht wussten, oh, hat der Statiker hoffentlich alles richtig gerechnet. Man merkt, um einen rum lebt's und das ist einfach ein schönes Gefühl. Unsere Küche, die haben wir auch selber geplant. Ja, man sagt ja immer, in der Küche finden so die besten Partys statt. Deshalb steht die Küche bei uns so in der Mitte. Bei der Planung war uns dann aber zusätzlich auch wichtig, dass wir eine gute Lösung auch haben mit Dunstabzug, der bei uns auch hier flächenbündig integriert ist, dass es also kaum Kochgerüche dann noch später gibt, wenn man sich woanders auf der Fläche aufhält. Ja, hier in unserer Rückwand haben wir nochmal eine Arbeitsplattenvergrößerung zu unserer Kochinsel. Die 2 Türen kann man rechts und links hier einschieben. Wenn wir hier arbeiten, können wir die 2 Türen zumachen und die Küche sieht automatisch gleich aufgeräumt aus. Wir haben auch noch in dieser Küchenrückwand viele raffinierte Dinge eingebaut, zum Beispiel unser Staubsaugerroboter, der fährt direkt unten in den Sockel. Starte Reinigungsvorgang. Als nächstes zeigen wir euch unseren Essbereich. Den Tisch, den haben wir auch erhalten und restauriert. Der war zuerst unten im Blumenladen. Er war damals noch weiß, man sieht es noch ein bisschen durch. Wir haben den in der Schreinerei gemeinsam abgeschliffen und einmal eingeölt und dann durfte er auch mit hier einziehen. Hier am Tisch seht ihr wieder unterschiedliche Stühle. Hier zum Beispiel ein Designklassiker von Egon Eiermann und gleichzeitig auch nebendran ein Entwurf von mir. Wir finden die Kombination aus unterschiedlichen Stühlen sehr gut, weil ja auch unterschiedliche Charaktere an dem Tisch sitzen. Jetzt kommen wir vom Essensbereich in den Wohnbereich. Hier steht auch das Sideboard, das wir gemeinsam gebaut haben, wo Kevin auch vor allem den Entwurf gemacht hat und ich dann auch erst schon mal mit richtig handwerklich arbeiten durfte. Ja, hier im Wohnzimmer haben wir auch wieder unterschiedliche Kombinationen aus alt und neu. Hier zum Beispiel meine Abschlussarbeit im Designstudium. Das funktioniert ja nicht so als wirkliches Chiller-Sofa, aber er hat natürlich für mich auch eine emotionale Bedeutung. Das Stuhlgestell ist von meiner Uroma und die haben wir kombiniert mit neuen Bezügen von einem bekannten Möbelhaus und waren sehr glücklich darüber, dass es auch genau reingepasst hat. Wir mussten hier einige Kompromisse eingehen, den alten Lagerraum umzugestalten zur Wohnung. Unter anderem zum Beispiel die Fenster, der Fußbodenaufbau hat sich geändert. Wir haben auf den 180 Quadratmetern überall eine Fußbodenheizung verlegt. Wir sind deutlich nach oben gewandert. Die Fenster sind eben sehr niedrig. Das niedrige Fenster macht uns allerdings keine Probleme, sondern hat auch so einen kleinen Charme. Der Blick orientiert sich dadurch, dass wir hier oben sind, nach unten mehr. Was dann neu dazu kam, sind die Dachfenster und die haben wir natürlich fürs Licht einbauen lassen. Zwei Räume in unserem Einbauschrank haben wir euch noch nicht gezeigt. Hier geht es zu unserem kleinen WC. Der Spiegel ist auch ein Designobjekt von mir, der heißt Arschgesicht und man
soll so eine Erinnerung daran sein, wenn man sich im Spiegel anschaut, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Dann zeige ich euch jetzt unseren letzten Raum, das Bad. Wir haben uns entschieden, den Holzboden wirklich auch im kompletten Bad zu verlegen. Hier an der Dusche haben wir uns bewusst für eine tiefe Dusche entschieden, um dann auch dem zu entgehen, dass Wasser auf das Holz gelangt. Im Bad haben wir die Besonderheit, dass der Schrank von der anderen Seite benutzt wird. Deswegen haben wir so das Maximum an Stauraum rausgeholt. Für uns funktioniert natürlich der große Raum aktuell sehr gut. Wir fühlen uns wohl. Wir haben auch das Glück, dass unser Lebensstil sehr ähnlich ist und wir dann auch viel gemeinsame Zeit hier verbringen. Und so fehlt einem auch gar kein Rückzugsraum. Wir haben aber natürlich auch für die Zukunft weitergedacht. Es könnten viele Räume entstehen. Wir können auf der rechten Seite genau das Gleiche machen wie auf der linken Seite, also einen Schrank einbauen, der gleichzeitig dann Räume abtrennt. Als Gästebereich habe ich mir noch überlegt, dass wir hier wie so eine Schlafkoje oben in das Gebälk einbauen, um unten noch mal frei zu sein. Das sind dann aber alles so Dinge, die so vielleicht auch nach und nach entstehen. Und jetzt zeigen wir euch einmal unser Zuhause von außen. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass wir nicht nur oben im Dachgeschoss wohnen, sondern hier sich auch der Laden meiner Mutter befindet. Schön ist, dass eigentlich durch das Konzept Gewerbe und Wohnung das Gebäude eigentlich den ganzen Tag belebt ist. Für uns war es auch eine große Herausforderung, die energetische Sanierung hier im unteren Bereich durchzuführen. Hier war früher eine Laderampe. Die haben wir dann komplett abgerissen, damit die Holzfassade und die Dämmung bis nach unten gezogen werden konnte. Um den ursprünglichen Charakter vom Haus zu erhalten, haben wir den Stahlanbau nicht mit dem Haus verbunden, sondern direkt davor gebaut. Und wenn man diesen jetzt wieder zurückbauen würde, dann würde das Haus wieder in seiner Ursprungsform dastehen. Durch das, dass wir gar keinen Garten haben, haben wir uns entschieden, die Terrasse auch so weit vorzuziehen, dass wir genug Platz haben, einen Tisch hinzustellen. Dass wir jetzt direkt an der Brenz sind, gefällt uns ganz gut. Wir haben unten auch diesen Sommer dann das Ganze um den Steg erweitert und haben da jetzt auch die Möglichkeit, wenn es ganz warm ist, zu schwimmen. Das ganze Projekt konnten wir natürlich nur umsetzen durch viel Eigenleistung, durch Familie, Freunde. Jeder hat irgendwie tatkräftig mit angepackt. Wir finden es generell sehr schön, wenn alte Gebäude erhalten bleiben und so das Stadtbild auch weiterhin prägen. Und deswegen war es uns wichtig, dass dieses Gebäude irgendwie hier in Herbrichtingen bleibt. Wir haben ja einfach dieses Historische für uns umgemodelt, dass es zu unserem Lebensstil passt und wir kommen immer gern nach Hause. Das war unsere Roomtour durch das alte Saatgutlager. Und wenn ihr noch mehr spannende Projekte sehen möchtet, dann klickt hier. Und falls ihr selber ein eigenes spannendes Projekt habt, das ihr gerne zeigen wollt, dann meldet euch doch so wie wir bei der Redaktion. Danke und tschüss.